wir alle müssen uns erstmal bewusst werden, dass wir eine Stimme haben, dass jeder Einzelne, jeder Individuum, auch wenn die Krise noch nicht sichtbar ist, auch wenn wir noch nicht direkt davon betroffen sind, was verändern können, mit jedem Schritt, den wir gehen, jeden Gedanken, den wir aussprechen, jede menschliche Kommunikation, die wir führen, können wir dazu nutzen, unseren Standpunkt, unsere Rechte klar zu machen. Hallo. Hi. Also ich bin Estefania Lopez. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Promovierende am Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Ich beschäftige mich mit Konfliktraumordnung in Mosambik und da möchte ich verstehen, wie Räume produziert und angeeignet werden von der Perspektive der lokalen Bevölkerung. Ich unterscheide erstmal zwischen Krise und Krise. Also es gibt einmal eine Krise, die sichtbar ist und eine nicht sichtbare Krise. Die sichtbare Krise ist immer die, wo Menschen zusammentreffen und zum Beispiel demonstrieren oder wenn es Streitigkeiten gibt. Also letztendlich immer, wenn etwas wird sichtbar, wenn es dann noch im schlimmsten Fall handgreiflich wird. Im besten Fall bleibt es bei friedlichen Demonstrationen. Und dann gibt es die unsichtbaren Krisen. Die unsichtbaren Krisen sind diejenigen, die man erahnen kann, aber man noch nicht direkt davon betroffen ist. Also wenn man das jetzt mit einem Beispiel irgendwie angeben würde, da kam mir der Gedanke, wenn ich rausgehe vor meiner Tür und ich schaue mir die Wolken im Himmel an, die sind grau und dunkel und ich kann den Regen, oder die Feuchtigkeit in der Luft riechen, aber ich bin noch nicht davon betroffen, weil ich bin noch nicht nass von dem Regen, der sich ankündigt. Und so ähnlich funktioniert das auch mit den sichtbaren und unsichtbaren Krisen. Erst dann, wenn es regnet, werden wir davon betroffen. Da auch das Beispiel Mosambik. Die ersichtlichen Krisen waren bereits da, also von dem Unabhängigkeitskampf bis hin zum Bürgerkrieg. Dann kam es 1992 zum Frieden zwischen den beiden Parteien. Auf politischer Ebene. Doch was ist eigentlich auf nicht politischer Ebene, das heißt auf lokaler Ebene passiert? Und zwar nichts. Und nichts, das sich bis heute, das Nichts oder die Amnesie oder die Nicht-Erinnerung daran ist bis heute noch da und scheint die Gesellschaft zu lähmen. Es kommt zu keiner größeren sichtlichen Demonstration. Hinter den Vorhängen wird immer sich beschwert aber letztendlich ist sich den Lebensunterhalt so gut wie es geht verdienen zu wollen, steht immer noch an erster Front. Und wenn ich sage global, dass es ein globales Phänomen ist, des Nichterinnerns, der alltäglichen Repression, die nicht sichtbar ist, aber fühlbar ist, dann rede ich auch über Europa. Also ich bin zwar nicht aus Mosambik, aber ich bin aus Spanien. Meine Eltern sind dort geboren, ich bin zwar hier groß geworden, aber ein Thema, mit dem ich groß geworden bin, mein ganzes Leben, war immer die unsichtbare Spaltung Spaniens. Wann ist der Mensch insoweit müde, nicht mehr zu erinnern, nicht mehr die Repression des alltäglichen Lebens hinzuhalten? Wann ist der Mensch endlich bereit, etwas zu ändern? Zu verstehen, wann es zu diesem Punkt kommt, motiviert mich zu meiner Dissertation. Ich selbst bin, glaube ich, ein Idealist. Ich bin hierher gekommen oder ich mache meine Dissertation nicht, weil ich einen Doktortitel möchte, sondern ich bin eher aus der Überzeugung hier, dass ich was verändern möchte.